Persecution Through Their Eyes is an EU-funded educational project that focuses on memory and history education related to World War II. Together with our project partners, we have a mission to make this critical period of history more accessible and relevant to people, especially to students. So far, we have 3 youth events organized in different partner locations, in Wurt, in Sant'Anna di Stazzema and in Lublin. And today we're at the Buchenwald Memorial for our last youth event, dedicated to German students who will get to know the exhibition and will take part in educational activities prepared by the representatives of the Buchenwald Memorial. Ja, wir freuen uns sehr, dass die Ausstellung Persecution Through Their Eyes heute hier in der Gedenkstätte Buchenwald eröffnet wird. Wir werden heute bei der Eröffnung eine ganze Reihe junger Menschen hier haben, die in Bildungsformaten in der Gedenkstätte arbeiten, gerade auch mit dieser Ausstellung. Und wir sind sehr gespannt, wie sie die Ausstellung wahrnehmen, wie sie reagieren werden, welche Anregungen sie mitnehmen, vielleicht auch welche Fragen sie haben. Und es ist ein wichtiges Signal, solche Brücken zu bauen, sowohl aus der Zeit des Nationalsozialismus, aber auch zwischen den verschiedenen Ländern, um im Austausch zu sein, um gemeinsam die Herausforderungen der Gegenwart anzugehen mit dem Wissen aus der Vergangenheit. Wenn man sich die Biografien durchliest und auch allgemein mehr darüber liest, hilft es einem auch einfach mehr zu verstehen, was damals passiert ist. Und ich finde es sehr wichtig, auch gerade für uns Jugendliche, dass wir uns das halt angucken und verstehen, was passiert ist, damit es halt auch in Zukunft nicht so weiter, also dass es nicht nochmal sich wiederholt und ja. Außerdem ist mir eine Biografie besonders im Kopf hängen geblieben und das ist die von Kurt Prüfer, der Ingenieur, der für die Krematoriumsöfen zuständig war, der nur den Profit im Sinn hatte und auf eine perfide Art und Weise an sein Geld gekommen ist und damit viele beendete Menschenleben noch beschmutzt hat in der Art und Weise, wie er das organisiert hat. Ja, das ist einfach schrecklich. Allein schon die Ereignisse davor und dann noch die Leute, die sich an sowas bereichert haben. Und im Endeffekt wurden alle von diesen Menschen viel zu wenig bestraft. Und es ist einfach unfassbar brutal. Und ja. Ich finde es erstaunlich zu sehen, wie viele Menschen noch so viel Hoffnung haben konnten, trotz einer so schweren Zeit. Und ich finde, das sollten wir uns auch als Beispiel nehmen dafür, dass wir unser Leben jetzt einfach leben sollten, darauf achten sollten, dass wir dankbar sind und diese Zeit niemals vergessen werden, weil das sollte sich niemals wiederholen. Was man auch gut hier in der Ausstellung sehen kann, ist, dass man viele Geschichten hinter den einzelnen Menschen sehen kann und jeder Mensch wert ist und einfach man die Geschichten der Menschen nicht vergessen sollte. Klar, es hat schon seine Wirkung und das war nicht ohne. Also ich meine, ich hatte schon auch ein paar Gedanken, wie das auf mich wirken würde in Zukunft. Also auch, dass ich mir Gedanken darüber machen sollte. Und ich denke, was mir auf jeden Fall geholfen hat, war, dass ich mit anderen Leuten umgeben war und wir uns das gemeinsam anschauen konnten und ja, auch nochmal darüber nachdenken, was das in der Zukunft für uns heißt und daraus auch einfach zu lernen.